Ich bin Isa. Und ich bin Benny. Und gemeinsam sind wir eBay Travels. Und heute erzählen wir euch alles, was ihr über einen Roadtrip in Marokko wissen müsst. In Marokko ist es nicht viel schwerer oder leichter als irgendwo anders auf der Welt, sich zurechtzufinden. Wir verwenden Google Maps und sind damit bisher eigentlich überall gut klargekommen. Für einen gelungenen Roadtrip braucht man natürlich auch einen Mietwagen. Wir haben einen etwas älteren Dacia bekommen und sind eigentlich zufrieden damit. Allerdings am ersten Tag hatten wir Probleme mit der Batterie. Das wurde aber auch umgehend gelöst bei der Mietwagenstation. Wir haben eine neue Batterie bekommen und seitdem funktioniert alles tadellos. So, wir hatten heute ein bisschen einen harten Start, nachdem wir das Auto gestern abgestellt haben und heute zurückgekommen sind. Batterie. Tag 2 mit unserem Mietwagen. Tja. Batterie komplett am Ende. Also wir sind gestern zwar 2 Stunden gefahren, aber es ist gar nichts mehr gegangen. Es gibt 3 verschiedene Arten von Straßen. Autobahnen, die in der Regel Mautstraßen sind und für die man auch Maut zahlen muss, Landstraßen und der Stadtverkehr. In der Stadt darf man in der Regel zwischen 40 und 60 km/h fahren, auf der Landstraße ca. 100 und auf der Autobahn bis zu 120 km/h. Kaum eine Stunde südlich von Fez entfernt hat sich die Landschaft schon sehr verändert. Wir fahren eine wüstenähnliche, karge Landschaft entlang und in der Ferne sieht man die schneebedeckten Berge. Die längste Mautstraße, die wir bisher gefahren sind, war von Marrakesch nach Casablanca. Dafür haben wir ca. 8 € gezahlt und die Straße war wirklich besonders gut ausgebaut. Auch von Casablanca nach Rabat führt eine Mautstraße, die aber nur ungefähr 1 bis 2 € kostet. Auf unserem weiteren Roadtrip waren es dann fast nur noch Landstraßen. Man muss damit rechnen, dass man stundenlang in eine Richtung fährt und auf dem Weg nicht besonders viel Infrastruktur erlebt, aber die Straßen sind durchwegs in Ordnung. Der Stadtverkehr hingegen ist das reinste Chaos. Wir haben es bis jetzt nicht geschafft, irgendwie eine Logik darin zu finden. Es funktioniert aber ganz gut. Ein bisschen nach dem Prinzip Augen zu und durch. Wir sind heute schon am letzten Wegabschnitt von Ait Benhaddou nach Marrakesch, wo wir unseren Mietwagen, den Willibald, wieder zurückbringen werden.
Bye, Willi, bald. Schon im Vorfeld haben wir gelesen, dass es in Marokko irrsinnig viele Polizeikontrollen geben wird. Deswegen haben wir ganz genau mitgezählt. Wir sind nämlich in den 14 Tagen durch 81 Polizeikontrollen gefahren. Und zweimal wurden wir sogar aus dem Verkehr gezogen und kontrolliert. So, es hat 3 Tage gedauert und über 40 Polizeikontrollen, aber jetzt sind auch wir erwischt worden. Und Benny hat mal aussteigen müssen und mitgehen müssen. Mal schauen, was passiert. Es war dann damit getan, dass Benny ausgestiegen ist, 5 Minuten gewartet hat und der Nächste dann gesagt hat, wir können weiterfahren. Wir haben eine Verwarnung bekommen. Ja. Für die 12 Tage, die wir den Wagen haben, haben wir 150 € im Voraus bezahlt. Allerdings haben wir auch schon mehr als ein halbes Jahr im Vorfeld gebucht. Zu dem Fixpreis für den Mietwagen kommen natürlich noch die Kosten fürs Tanken. Für 1 Liter Benzin zahlt man hier im Durchschnitt zwischen 1,20 € und 1,40 €. Alles in allem ist der Verkehr in Marokko wirklich machbar und wir können jedem wirklich nur empfehlen, einen Roadtrip durch das Land zu wagen. Willkommen in Marokko! Hopp. Und auf anderen steht wiederum, dass man stehen bleiben muss. Polter, die Polter, die Polter. Hold on, es wackelt. Geil. Ja. Oh, sorry! Lauf! Hey, hol's dir! Nein. 1,40 haben wir gezahlt. 1,40 haben wir gezahlt? Okay. Wir spielen dann einfach. Zwischendurch. Und schon hat sich die Landschaft dramatisch Radikal!